Gaurangoika gatir vajasitamati si gauradhamo sthiti satsatvaika vitir kusanga virati dusto vesa niskiti sirupaikarati sanatananati sijivate yosuti shishidhanta saraswati vijayate Gauri Yogoshti Pati Shishidhanta Saraswati Vijayate Gauri Yogoshti Pati Gauri Yogoshti Pati Sisila until and unless you have 100% inclination unto the lotus feet of the Supreme Lord, you cannot speak about the absolute truth. Gauri Goshtipati, Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada hat gesagt, ohne dass du wirklich 100% Zuflucht nimmst bei einem Sadguru, dann kannst du überhaupt nicht über die absolute Wahrheit sprechen. Es ist nicht möglich. Du wirst Angst haben, über die absolute Wahrheit zu sprechen. Nur wenn du 100%ig hingeben bist zum höchsten Herrn, nachher hast du keine Angst, irgendwie wirklich über die absolute Wahrheit zu sprechen. Srila Prabhupada, das sagt uns, um normale Leute zufriedenzustellen oder Popularität anzunehmen, um die Gesellschaft zufriedenzustellen und den höchsten Herrn zufriedenzustellen. Das ist nicht dasselbe. Die normalen Leute, die wollen Popularität und zur gleichen Zeit wollen sie dem höchsten Herrn dienen. So der Gesellschaft dienen und zur selben Zeit im höchsten Herrn dienen oder irgendwelche Leute zufriedenstellen in der Welt und zur selben Zeit den höchsten Herrn zufriedenstellen. Es geht nicht beides zugleich. Wenn du den höchsten Herrn wirklich zufriedenstellen kannst durch Harikatha Kirtan und so, das ist wirklich ein Krishna Seva. Normale Leute, sie sind wirklich dumm, die denken sich. Srila Bhaktivinoda Thakur hat sich mehrmals so ausgedrückt. Oh, so viele Leute, die kommen, besuchen uns. Und die wollen Zuflucht beim Guru nehmen. Und die zeichnen sich ein Tilak auf die Stirn, machen Darmparigram, tragen Tulsi-Mala, folgen Ekadasi, Janmastami, Radhastami und so weiter. Die chanten sogar Chappa, Harinam. Aber warum ist es, dass da wirklich einfach der Erfolg fehlt, dass sie nicht wirklich Erfolg haben im Bhajan? Heutzutage ist der Standard vom Bhajan wirklich Tag für Tag geht er immer niedriger, weiter runter. Weil so eine Art von Sadhu ist ganz, ganz selten. Jetzt momentan. Man kann nicht sagen, dass der kein Sadhu ist. Wenn du nämlich sagen würdest, der ist kein Sadhu, nachher wäre das ein falsches Statement. Du begehst eine Offense, weil das ist gleichzusetzen mit dem Mayavadi. Ein Mayavadi, der denkt, weil der höchste Herr ist da, der hat alle Kraft, so überall in unzähligen Universen, so wie, warum soll er da auf die Welt, kann ewig geweiht sein. So, wenn der unmöglich wäre, wenn es ihm nicht möglich wäre, in der Welt, sondern die Voti zu senden, nachher kann er nicht die höchste Person genannt werden. So ist der höchste Herr wirklich so schwach, dass er nicht wirklich einen wirklichen Sadhu schicken kann. Wo sie sagen, geh die Richtung, ist wirklich keiner da. Wenn du so sprechen würdest, nachher begehst du ein großes Vergehen.
Er kann uns eins nach dem anderen Dokumente zeigen, wo das in der Ausschreibung und Klassen von Srila Prabhupada alles genau beschrieben wird. Srila Bhaktivinoda Thakur hat ganz ein träges Herz, schweres Herz. Die Leute heutzutage wollen nicht wirklich Guru und Vaishnava folgen. Er hat letztes Mal am Radhakund gesprochen, 12 Jahre zurück. So, viele Male spricht er am Radhakund, aber das speziell der Tag, das war 12 Jahre vielleicht zurück, schon eine lange Zeit. Dort hat er gesprochen in der Kunja Bihari Maat. Viele Acharyas waren da. I was speaking about secret tattva of Guru Bhajan. Then after my speech is over, one very foolish Er hat sich sannyasi. gedacht, er spricht ihm jetzt über das geheime Gaudiya-Tattva. Aber nachher ist dummer Sannyasi, der zu ihm nach der Klasse kommen, der will immer aufzeigen, er ist ein großer Sadhu. Er will. Er ist ein Schüler von Vaman Goswami Maharaj. So, wo er da jetzt gesprochen hat, dann ist er nach der Klasse zu ihm gekommen, der Sannyasi, und der wollte das Siddhanta brechen. Die Zuhörer haben alles für richtig gehalten, weil da waren nur Gaudiya-Devotis, so er ist familiär mit all den. Und sie wissen, dass Maharaj immer richtiges Siddhanta spricht, aber der Sannyasi ist gekommen und hat gesagt, na, irgendwas. Der Devotee sagt zum anderen Devotee, oh, der Shamdas Prabhupada, der spricht immer negativ. So, dann sagt der andere Maharaj, der was da dabei war, der sagt, irgendwer muss die negative Seite aufzeigen. Der will das aufzeigen, damit wir eben fixiert werden in unserem Bhajan. Aber du kritisierst den. So ein anderer Sannyasi hat so geantwortet. Du kannst vielleicht die Harikatha nicht verkraften, aber schau nach, was Prabhupada spricht. Er spricht genau dasselbe. So, irgendjemand muss die negativen Punkte aufzeigen, so dass du die rektifieren, dass du die Fehler ausbessern kannst. Srila Satchidananda, Srila Bhaktivinoda Thakur mehrmals in seinen Artikeln und schreibt über das, wie sollst du Harinam chanten, wie sollst du Sadhusanga, was ist Sadhusanga. Überall das schreibt Srila Bhaktivinoda Thakur. We are very lucky, we are so lucky, Also wir sind so vom Glück begünstigt, damit wir sagen können, wir sind von der Gaudiya-Mat. So ein Siddhanta, so ein feines Siddhanta ist nirgends möglich in der ganzen Welt. Weil wir in der Linie sein mit Srila Bhaktivinoda Thakur und Srila Bhaktisiddhanta. Aber doch einerseits sind wir nicht glücklich, weil wir die Chance verpassen. Wir sind so dumm, das ist unsere Intelligenz. Bhaktivinoda Thakur sagt, jeder, der denkt sich, jeder ist intelligent. Oh, ja, lass sie alle intelligent sein. Aber Bhaktivinoda Thakur sagt, okay, die sind intelligent, aber nach irgendeiner eigenen Berechnung. Aber nicht intelligent in die Augen von Krishna, in die Augen von Swarup Goswami oder Chaitanya Mahaprabhu, Swarup Goswami und so weiter.
progress in Bhajan. They think we are doing Bhajan, we are going deeper. Die denken sich, oh, sie sind große Acharya, sie machen Bhajan, wir sind groß am Predigen und das. Und wer bist du? Ganz ein kleiner, die Worte und das. So, wenn man sich nichts erwartet und nichts zum Verlieren hat, dann kann man wirklich Harikatha sprechen. So, es ist ganz egal, ob du mich akzeptierst oder eben nicht akzeptierst. Das ist für ihn dasselbe. Davon hat er nicht viel davon. Srila Bhaktivinoda Thakur sagt uns, dass auf ganz genau, sagt er, oh Harinam, ihr könnt Harinam nicht chanten, warum? Und ihr versteht nicht, wer Satguru ist und Guru ist. So wieso akzeptieren wir dann oder nehmen wir dann Diksha an von einem falschen Guru? So Srila Bhaktivinoda Thakur sagt, so, die meisten sind nicht die haben kein Verständnis, wie sie wirklich Apparats aus dem Weg gehen können. Direkt oder indirekt, bewusst oder unbewusst. Bringen die Apparats in Schwierigkeiten. Rupnagar, one city of Punjab, near Chandigarh. From Chandigarh, it is 25 kilometers. At least 15 or 16 years back, I was speaking there, I can remember. That time I was speaking about this same thing. Why we cannot make any progress? People putting questions. So, warum machen wir keinen Fortschritt? Die Leute haben ihn gefragt, warum, was ist das Problem in unserem Bhajan? Warum machen wir keinen Fortschritt? Und Babaji Maharaj hat eine Antwort gegeben. Different kind of aparat we are doing knowingly or unknowingly. Weil eben immer wir bewusst oder unbewusst doch so viele Vergehen begehen, hat er dann gesagt. Und das bringt uns immer, das lässt uns nicht aufsteigen, das lässt uns immer runter und runter gehen. Er hat ein Beispiel gegeben, das was sogar ein ganz kleiner Junge verstehen kann. Was ist das Beispiel? In unserer Kindheit. Vielleicht viele von uns, viele junge Kinder, die spielen. Some pot in which one marking there 1, 4, 5, 6, 0 is there, that guti, that one. And we are doing this playing. If it is 6 or 4, according to that, we are putting our guti that, So, das ist so ein Spiel, was sie da gespielt haben, so ein Tafelspiel. Also da ist eine Schlange und eine Leiter. Und du kannst die Leiter raufgehen oder die Schlange, die lässt sie runtergehen. Now just 2 if I can, do, then I can reach the goal, I can get victory. But oh my God, the luck is so bad, I reach 99, when a big snake python is there, I come back to 0. Follow? This example, I was going to give there, very nice example. So das Spiel, es ist eben so wie das Spiel mit der Schlange und mit der Leiter. Bei der Leiter, da kommst du eben vorwärts, da kannst du raufgehen und die Schlange, wenn die Beine verschlingt, dann gehst du runter. So du kannst eine ganz hohe Zahl erreichen, bis 90, aber dann kann die auch wieder die Schlange fangen und du fällst runter. So über das muss man eben sich bewusst sein. Actually, the point is that this way we are making progress. Sometimes making big aparat, we can come down.
Another example I was bound to do, in my student life also, I was appearing in different exams, the small and a young age. That time actually, there was objective type question. So, hat in seinem jungen Alter, der Shyamdas Babaji Maharaj, Each question bearing 1 mark. hat auch, so wie jeder Junge, hatte viele Tests in der Schule gehabt. Und jede Frage, die wird angekreuzt mit yes, ja oder nein. Also Kreuzeln machst. So die höchste Zahl, was du erreichen kannst, ist 100. So, du musst dann antworten und das ankreuzen. This way, one very, sincere boy, but he is sincere about, but he is not making answer, he is giving answer. After that, when the result came out, he find is 0. Why? 0, why? Well, you are giving 50% answer right and 50% wrong. So, wenn du 50% richtig gibst und 50% falsch, 50-50 ist, das Ergebnis ist 0. Das ist das Beispiel, was gegeben ist, was auch mit uns passiert. Du musst eben fortschreiten und eben aufpassen, dass du den Fehler nicht machst. Sonst hast du im Endeffekt auch 0 in deinem Sadhana, in deinem Bhajan. So sei nicht beschäftigt, wart, bis ein Guru in dein Leben kommt. Du musst dich nicht um das so... Nee, du sollst keinen falschen Guru annehmen. So lass dir besser Zeit, weil Nityananda Prabhu, wenn du wirklich ernsthaft bist, der organisiert es. So, es ist die Verantwortung von Baladev, Nityananda, dass wirklich so ein Satguru dann vor dir erscheint. Es ist nicht so, dass die da sagen, oh, viele Anhänger von einem Guru, oh, du musst da und da einen Wein nehmen, da und da. Sondern, wenn du wirklich ernsthaft bist, erkennst du das dann. Viele Leute folgen Gurudev blind. Und Guru Pada Padma in einem Artikel yearly funeral cake you will have to offer, At the time it is called Tarpan. At the time Mahalaya, before Durga Puja. Also jährlich hast du in die Vorväter was zu opfern. Before Mahalaya, Yeah. there is one day, that is called Mahalaya, that day, night time, all people hearing Chandipat. Ya Devi Sarva Bhuteshu Sakti Rupena Sanasthita Namastasvai is hearing. Every year you can follow. That day is Father's Day. You have to follow that you are a Pitri-Paksha. So, du musst an dem Tag, wo die Mahalai-Zerstörung ist, zu der Zeit verehren sie Chandi und du musst an dem Tag davor, Durga verehren sie und an dem Tag davor musst du deine Vorväter was opfern. Und Guru Bhatma sei Gurudev, der schreibt in einem Artikel, also eines Tages, genau an dem Tag, ist ein Guru zur Ganga gegangen, weil er eben Bad nehmen hat müssen. Und dort war das Erscheinen und er hat dann geschaut, wie sich alle anstellen in der Linie. Also dann sind sie alle in einer Reihe angestanden und jeder hat dann das so gewisses Mantra für Chandi aufgesagt und die haben das Geld kassiert. Und jeder hat was geopfert. In which urgent time we are putting not Panchabhatra, it's like boat, is putting it, and he finds so many kosakusi there. So he thought what to do.
If I go to take one, somebody can exchange my kosakusi. Follow my point. Very minute you have to think. Guru Vaishnav speaking, that man is very intelligent. He is from an important family. So very intelligent. der Mann, der hat jetzt sich gedacht, war ein intelligenter Mann, der hat gesagt, sein Patra, der hat so ein Patra gehabt, so ein kleines Teller. Er hat gesagt, er nimmt jetzt einen Schlamm von der Ganga und legt es dann auf das Teller und dann weiß er, dass das sei Teller ist. So, und das ist eine angesehene Person und die normalen Leute, die sagen, oh, nachher haben sie alle angefangen. Er wollte es nämlich nur identifizieren, dass das seins ist. Aber durch das, dass eben eine angesehene Person war, haben dann alle ihm gefolgt. Und alle haben dasselbe gemacht. Sie haben dann einen Schlamm geholt von der Ganga und haben es auf das Teller gelegt. In Gita also speaking, Jat Acharati Sesta Stap Taro Jano. This is the usual rule. So, you see. So, das ist so wie die Schafe, die folgen wie die Schafe, die normalen Leute. Die folgen einfach dem, was andere machen, aber sie haben selber keine eigene Idee, keine Vorstellung, was sie machen sollen und wenn sie es machen sollen. Also sie folgen alle irgendwelche, so wie Schafe. Srila Bhakti wollte ihm sagen, dass die meisten sind sich nicht bewusst, was wirklich Apparat ist, ob sie jetzt eins begangen haben oder nicht. Die sind wirklich in Verwirrung und so machen sie keinen Fortschritt. Auch wenn sie jetzt extern all die Regeln und Regulierungen folgen, aber innen drinnen im Herz machen sie nicht wirklich Fortschritt. This way, Bhakti was speaking, that every day they are doing some aparat, Nama-aparat. So jeden Tag beginnen sie mit Nama-aparat, Vaishnava-aparat, Nama-aparat. All the time, Seva-aparat, they are doing different kind of aparat. And with plus minus, suppose today getting marks 20%, minus 5% extra, tomorrow again, yeah, 5 residue. With that he is doing bhajan, now going to 25%, then again making some 10% mistake, going down, minus 10, again 50%. So, das geht immer auf und ab, Plus und Minus, Plus und Minus, Plus und Minus. So, sie machen nicht wirklich Fortschritt. Actual progress in their bhajan is not possible, positive way. So kann man eben nicht wirklich einen Fortschritt machen. You know, even Sachi Devi, as the Bhakti Devi, Sachi Devi, Bhakti Mata. But she is also sometimes thinking mentally that his name is Advaita. I think he is Advaita. Sachi Devi ist Bhakti Mata, aber sie hat einfach Advaita-Charya gesagt, dass er Dvaita ist. Weil Advaita-Charya Supreme Lord is there inside me, he is looking what is my intention, so he is going to guide me accordingly. So, Sachima, so die Mutter von Chaitanya Mahaprabhu, sie hat ihm so ein Vergehen begangen, weil sie gesagt hat, oh, du bist Dvaita, weil du teilst uns, du teilst die Familie, du nimmst mir meinen Sohn weg, du hast mir schon einen weg, oh, Sohn ist schon weg und jetzt will der zweite dann auch noch gehen. So Mahaprabhu dann zu der Zeit Ashtabhara, wo er alle Barmherzigkeit gegeben hat.
hat er allen Barmherzigkeit gegeben, aber nur nicht seiner Mutter. Und genauso Mukunda, weil Mukunda war auch so einer, der ist manchmal bei den Sahajas, manchmal ist er bei uns und das und das. Also er stimmt immer dann in die anderen zu, er nimmt die gleiche Farbe an, wie die Gesellschaft hat, in der er ist. So Mahaprabhu ist da ärgerlich geworden. Er sagt, nein, der kann so keine Barmherzigkeit von mir kriegen. Das ist sometimes taking trina, no, grass in teeth. Dante tina kam nidhayo padayo, sometimes taking stick. I can beat you, idiot. This is a conception. Well, just opposite. So, das ist so wie zum Beispiel manchmal ein Strohhalm im Mund nimmt und anderes Mal nimmt man einen Stock in der Hand. Also er kann ganz demütig sein an einem Tag und dann am anderen Tag kann er die von hinten schlagen und die politisch angreifen. So Mahaprabhu sagt deswegen, ich werde ihm nicht Prema geben. Okay, I can give 1 crores of years after second. Und nachher schlussendlich sagt er, nach viele Tausende von Jahren werde ich ihm Barmherzigkeit geben. Und wenn Mukunda das hört, dass er nach Hunderttausende von Jahren die Kripa kriegt, nachher fängt Mukunda tanzen an. Und alle fragen sich, oh, warum tanzt er? Und dann sagt er, ja, du hast uns versprochen. Er sagt dann, oh, weil er eben das Versprochen gekriegt hat, dass er dann von Mahaprabhu befreit wird. So kann jemand wirklich nur einen Tropfen von Glauben geben, von Shraddha. Wenn manche kennen Shraddha, ich kann keine Shraddha geben, aber sie kennen das Ganze. Aber sie können das ganze Haus, das was wir aufgebaut haben, zerstören. So, du kannst kein Haus bauen, aber du kannst es nicht aufbauen, aber du kannst es zerstören. No temperament, nothing. I can break if you are going to make a nice building. I can charge more, big dynamite, break. Then I can. Es ist ganz leicht, ein Haus zu zerstören, aber Haus aufbauen ist schwieriger. So now actually, viel schwieriger. The point is that but I was speaking about last. Mukundo, that time actually, Prabhu was speaking, Mukundo, you can bring Mukundo now, but you just saw 1 crore year gone. Because Kortum, Amnatha, Kortum, Yasamartaha, Asa Ishvara. What is the definition of Ishvara? Was ist die Definition von Ishvara? Derjenige muss derjenige sein, der was alles machen kann. You know the Kalpakal gone. But those gopikas thinking within the fraction of second, twinkling of eyes, Rasalila enjoyment gone. So Krishna can put billions of Krishna ist es möglich, dass er viele Millionen von Jahren in einer Sekunde packt. Aber mit unserem materiellen Geist glauben wir das nicht. Aber es ist möglich. Krishna kann so viele Tausende von Jahren nehmen und die Zeitperiode in eine Sekunde legen. Ansonsten wäre es nicht Krishna. Für Krishna ist es möglich. So, und Mahaprabhu, der hat ihm dann dem Mukunda Kripa gegeben, weil er gesagt hat, oh, jetzt ist schon die lange Zeitspanne Tausende von Jahren, Zehntausende von Jahren. So, jetzt kann ich der Barmherzigkeit geben.
Sat-Shishya kommt jetzt wieder zurück. Die hat da Apparat begangen zum Advaita-Acharya. Und Advaita-Acharya das zu hören gekriegt hat, dann fällt er down, fällt er nieder zum Boden. Und nachher ist Sat-Shishya hingegangen und hat die Lotusfüße von Advaita-Acharya berührt und sie den Staub auf ihrem Kopf geben. Und so ist sie dann befreit worden von dem Vergehen. So wie schwierig ist oder wie gefährlich ist wirklich Apparat. Lectures of Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati and writings, I point out everything, translate and give, so that nobody can misguide. This is our mission. Our mission is to stop people. So unsere Mission ist, Leute zu stoppen, dass sie zur Hölle gehen, dass sie zur falschen Quelle gehen. Wir machen keine Mission, um Millionen von Dollar zu ergattern, sondern But Bhaktivinoda was speaking this way, nobody can understand that what kind of mistake they are making daily, so they are not calculating, they cannot understand, that's why they cannot make any progress in Bhajan. That is why in Dhamma you are there, but you are doing Dhamma Aparad, Nama Aparad, So, wenn du ständig eben irgendwelche Vergehen begehst, nachher ist es so, wie ihm davor gesagt hat, du gehst ein bisschen ins Plus und dann gehst du wieder ins Minus, dann gehst du wieder ins Plus, dann gehst du ins Minus, also du kommst nicht weiter. Those people running behind the blind people, blind man, he is blind himself, how he can guide you? They don't know. They are only watching that lakhs of people doing this, so I can go there. That's why they are going to lose even their minimum power. Dharmoddhajiganer dharma acharan baddhajibke aro adhikotara baddha dasaya loiya jai. Follow. Dharmoddhajiganer dharma acharan baddhajibke aro adhikotara baddha dasaya loiya jai. Dharma acharan. Dharma Acharan, das externe Etikett von einem Prediger, der haltet die Fahne, von einem Acharya haltet er die Fahne auf in die Höhe, so das ist ein falscher Acharya. So der falsche Acharya, der bringt die mehr und mehr in Schwierigkeiten. Als wie du jetzt in der Position, wo du dich jetzt befindest. So gebundene Seelen, die seien eben in der Welt gefesselt zu 60%, zu 70% und so weiter. Aber wenn sie so einer Person folgen, dann gehen sie noch und mehr in die Schwierigkeiten, in Probleme. So much advertisement, so much canvassing going on. Who is going to realize what is Harikatha? Who can show you that much sympathy, that much prema is where? Who can see the whole world in relation to Krishna? So, wer kann wirklich die ganze Welt in Verbindung mit Krishna sehen? Wer fühlt es, dass man wirklich sagt, oh, die gehen alle in die falsche Richtung, Kannst du als so eine Person heutzutage aufzeigen? Jeder denkt sich, oh, wenn du so sprichst, ein bisschen nachher, hast du ein bisschen einen Vorzug und das und das. Srila Prahlad Maharaj im Satyuga, der hat gesagt, ihr seid blind, ihr könnt es nicht sehen.
Prahlad Maharaj, so wird von Prahlad Maharaj, Nate vidu Shvarta Ganat Vishnu, Andaya Dandai Vaniyaginam, Oh my God. Er sagt, oh mein Gott, Hiranyakashipu sagt, wer leitet dich so, dass du solche spirituellen Gedanken jetzt hast? Prahlad Maharaj sagt aber, was zu sprechen von einer Führung. Das sind alles materielle Leute, die haben keine Information über die Absolute. So, wie können die das geben? Deswegen fragt eben Hiranyakashipu, ja, wer hat dir das gegeben? Wer hat dir das gegeben? Die meisten sind sich nicht bewusst, dass Vishnu eben die höchste Person ist, die Lotusfüße von Chaitanya Mahaprabhu, die sind über alles. Tat Vishnu Param Param Sura Pashyanti Suraya Vividi Chakshuratatam. So, die was offene Augen haben, die können wirklich die Lotusfüße von Chaitanya Mahaprabhu immer und überall sehen, ununterbrochen. Und von der Quelle kriegen sie die Kraft. Wir machen uns vielleicht Gedanken, von was für Quelle die Energie kommt, aber die sind alle verbunden mit der höheren, mit der spirituellen Welt. Deswegen sind die so kraftvolle Energie. That's why Prahlad Maharaj is bound to speak. Not a vidu swartha gati meri. They are not aware about their actual self-interest. They are not aware. How we can expect guidance from them? So, die meisten sind sich selber nicht bewusst, selber was sie brauchen in ihrem Leben oder was sie machen sollen. Aber die Leute wollen andere Leute führen oder leiten. So, das sind blinde, materielle Leute, materiell motiviert, die ganze Zeit beschäftigt mit Verlust oder Gewinn. So besser, sie gehen zum Acharya, der was ihnen ein bisschen immer, der was sie ein bisschen beschmeichelt. So derjenige, der was... They are looking this way, you can pass away. You need not give payment tax to government. This is a duty, service they are doing. At least cost accounting is okay. They are giving idea you are going to open one factory. This way, if you apportionate all expenses, this way your product, you are going to make some, soap or something, medicine. This way all expenses he can calculate and calculate this way, he can speak. Your all product, each product should be price, if 25 rupees is okay. If you are going to put 25 wenn du was verkaufen willst, dann müssen auch zuerst die ganzen Ausgaben berechnet werden und nachher schlussendlich kommt das Produkt auf eine gewisse Anzahl von Euro. So, wir verwenden die Maschinen, wir verwenden das und das und das. But cost accountancy giving this idea, Maharaj, someday that medicine can go out of order, so you'll have to calculate, put some money in this account. It is called depreciation account. So, manchmal kann aber etwas kaputt werden, eine Maschine in der Fabrik oder das und das, so, das muss alles berechnet werden. So when machinery parts going out of order, you have to take this amount from this source. So fine. So, das wird alles genau berechnet in der Wirtschaft.
they, chairman and all, foreman, these are, they were all delegation authority. Authority coming down, channelized and divided so that the whole organization, this factory can get full action. Follow? So, this kind of people, false acharya, can show you the way through which you can get some benefit, material benefit. So falsche Acharya ist jetzt sagen, da wie du vielleicht einen materiellen Gewinn machst, aber wirklich Acharya, der kann da Watsche geben, eine Ohrfeige. Also es ist so viel Demokratie und Autokratie. This way, no question of any agitation. In front of Sadguru, if you are going to make any agitation, you have to get lost. I can give example. Right? So, actually, agitation you are going to do, then you are going to lose. But we know it very well. That maybe sometimes some rules and regulation can be amended, amendment can be done therein. There is Sansad. Sansad is parliament. Follow, some rules and regulations they are prevailing at present, they can amend it and change it. Follow? Okay, change it. Some rules and regulations they can amend. Amendment can be done, follow, in parliament, by vote. But this kind of amendment is not possible, foolish number one. This kind of amendment is not possible in the spiritual world. You think it is also possible here? This kind of amendment is not at all possible in this Bhajan life. No amendment. Once done, once spoken by one Guru Vaishnav, pure Guru Vaishnav, is so, was jemals von einem Guru Vaishnava gesprochen worden ist, das steht, das kann man nicht mehr ändern. Das ist nicht zu verändern. Du kannst das nicht anders weitergeben dann, das Siddhanta. So das Siddhanta von Shiva, Vishwanath und all der Acharyas, das muss dasselbe sein. This way, all the time you have to be very careful. Otherwise you are going to lose your bhajan. So, any Siddhanta given by So jedes Siddhanta, was gegeben worden ist von Rupa Goswami, von Jiva Goswami. Es ist nicht so, dass du das zur heutigen Zeit nicht mehr anwenden kannst und dass du das verändern musst. Das ist eine große Offense, ein großes Vergehen. Diejenigen, die was Srila Prabhupada nicht wirklich zu 100% gefolgt haben, die sind alle nach und nach der Reihe runtergefallen. Die haben alle gesagt, die wollten das alles ein bisschen verändern und sind sogar gegen Prabhupada gegangen, haben sich aufgehört. Das sind keine Schüler von Prabhupada. Ich kann ein Beispiel auch geben von Prahlad Maharaj. Er kann aber nicht den Namen sprechen, weil es ist nicht seine Aufgabe, dass er jemanden kritisiert, sondern es sind alles Shiksha-Gurus, die was ihm aufzeigen, schau dir die Konsequenz an, was du durch das und das entgegen kannst, was da passieren kann. So ein Shiksha-Guru kann negativ und positiv uns was lernen. Somebody going to protest against Prabhupada Manche die haben protestiert gegen das strikte Siddhanta von Srila Prabhupada. Aber große Gaudiya-Editoren, die sind durch solche Aussagen sind sie runtergefallen. Because he is enjoying full Kripa of Prabhupada. Follow? Maybe not full Kripa, maybe 0.001% less Kripa, then 100%. Follow? Maybe 0.001%.
Also der Devotee, der hat 99%ige Kripa gehabt vom Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Bhatt selber und jeder sitzt dort und schreibt in sein Notizbuch, was er spricht. Und nach der Sprache, nachdem derjenige gesprochen hat, dann sagt er, oh, für das musst du 100-mal geboren werden, dass du so über die absolute Wahrheit sprechen kannst, für derjenige. So Prabhupada hat den so gesegnet. Aber wenn du eben keinen Topf hast, das anzunehmen, so nachher sind selber deine eigenen Schwierigkeiten. So, eines Tages ist Ravan im Singhasana gesessen und Hanuman wollte da eine Lehre geben. Hanuman hat gesagt, oh, das ist eigentlich ein Idiot, ein Rakshasa. Warum should er einen höheren Sitzberg haben? Ich bin eigentlich Ramdas. Und Hanuman hat dann seinen Schwanz größer und größer gemacht. Und ist dann höher und höher und höher gesessen, ganz oben. So hat einen höheren Asadan gemacht mit seinem Schwanz, der Hanuman. Don't understand. Foolish number one. That's why. Krishna Bhakta Shaitan is Shaitan. Those who are Shaitan, those who are miscreants, those who are so very diejenigen, die was ganz schlechte Leute sind, für die erscheint Krishna und Gurudev als ein Meister. Sherer opor swasher, those who are hearing this English language, they can understand. Sherer opor swasher ache, sher, you know, that on those on those ancient days, there was a one measuring instrument. Sher, but 1 kg not actually, little less than 1 measuring instrument. So if you sow 1 share, I can sow more than 1 share in front of you. This is Guru Vaishnav. One day Prabhupada putting in a gate, no entry. So eines Tages hat Prabhupada ein Wegschild aufgestellt, wo gestanden, kein Eintritt. So diejenigen, die was falsches Ego haben, für die ist das geschrieben. Weil ansonsten können sich alle anderen denken, oh, das ist ganz ein billiger Sadhu. So, wir müssen im Herzen demütig sein. Aber nach außen hin muss man sagen, oh, wer bist du, wer bist du? Das ist Srila Prabhupada zu repräsentieren, da muss man clever sein. Das ist der beste, der cleverste Prediger, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Niemand kann verglichen werden mit ihm. One day, they think Prabhupada giving us so honor, so we are big Hanuman, monkey. Then they are going to lose Kripa gradually. Down and down, down, that's all Kripa gone. So, die haben sich dann gedacht, diejenigen, oh, die haben jetzt so viel Ehre von Prabhupada gekriegt und sie haben eine große Position jetzt erreicht, aber durch das, dass sie dann das falsche Ego mehr und mehr genährt haben, nachher sind sie schlussendlich runtergefallen und sind zu Haushälter geworden, haben geheiratet und das und das. So, wenn du dir denkst, das ist jetzt deine eigene Kraft, nachher ist es ganz leicht, dass du runterfallst. I am the person who announced in front of public that this is my Gurudev Paramahansa. Otherwise, who is going to? I say, oh my God, he is Mayavadi.
Number one Mayavadi, everybody is following him. Okay, let him die. Let them know what to do. I cannot fight. There is a situation. Through Siddhanta, Vichar and Acharan. Also durch das Siddhanta und Acha kannst du ganz leicht ein Mayavadi ausfindig machen. Und du verstehst seine Denkungsweise und so weiter. This way, all they get lost. So haben eben viele die Linie von Bhajan verlassen. Die haben dann auch noch so viele Bücher geschrieben und sie haben nicht einmal den Namen von Prabhupada oder über Prabhupada geschrieben. Bhakti gerne in Keshav Goswami Maharaj sagt, er ist eine Art von Dämon. Er schreibt 3 Bücher, das ist wie Dreizack. Er wollte Gaudiya Math attackieren mit dem Dreizack. Aber Gaudiya Math ist keine billige Organisation wie jede andere billige Organisation. So, pass da auf, du kannst dich da ganz leicht verbrennen. So, die schreiben so viel. Keshav Goswami Maharaj, Shyam Das Prabhupada sagt immer wieder, dass er der Schüler ist von Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj. Er hat so Protestnot immer geschrieben, er hat immer Gerichtsfälle eingeleitet. Also Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj wollte immer vor jedem, wo er was gehört hat oder gelesen hat, wollte zuerst wissen, wer sein Gurudev ist. So viele Missinterpretationen, was da geschrieben worden sind. Zu der Zeit, Srila Prabhupada hat alles gewusst. Prabhupada hat gesagt, er hat ihm den Titel gegeben, Ganesh. That means Prabhupada blessing him so that he can become very conscious, sincere, and regarding quality, he can become like that. Whenever Guru Vaishnava praising, so wenn die Guru und Vaishnava es jetzt preisen oder loben, we are really unlucky. Nachher ist das die Vaishnavas, die fühlen sich, oh, das ist großes Unglück für mich, weil Gurudev will mich so testen. Oh my God. Prabhupada speaking, nobody can speak. Prabhupada speaking, Prabhupada sagt, we are very unlucky. When Gurudev going to glorify my name, stop and go away. Also wenn Gurudev meinen Namen glorifiziert oder mich selber rühmt, nachher halt er besser die Ohren zu, geh weg, geh weg. Das ist ein Abzocker vom Gurudev. Einmal in Navadvip hat sein Gurudev Harikatha gesprochen. Also sie wollten Bimala Bhatt einladen und er soll Harikatha sprechen. Wie Feuer. Und wo Prabhupada angefangen hat zu sprechen, sagt er, Maya Guru Paravatma Paramasta Shrestra Sila Gaur Kishore Das Prabhupada ist der Idealismus in meinem Herz. Auf die Art und Weise verehre ich den. So, das ist die Stimmung von einem Satguru. Gaur-Kishasta Babaji Maharaj hat die Harikatha sich angekocht von seinem Schüler, Srila Bhaktisiddhanta. Wir denken, dass der Bhaktisiddhanta sein Schüler ist, aber für Bhaktisiddhanta ist es umgekehrt. Prabhupada saying, hey, my Guru Vaishnava here in Harikatha, in there, in audience. Oh my God. Also Gaur Kishore Das Prabhupada hat sich versteckt in der
in dem Assembly, bei der Veranstaltung. Und nachher hat Srila Prabhupada schlussendlich ist draufgekommen, dass er die ganze Klasse jetzt zugehört hat. Nachher ist Gaur geschaut, dass wir jetzt ist wieder gegangen. Prabhupada hat sich gefühlt, oh, jetzt hat mein Gurudev das gehört alles mehr. Just opposite mood can throw you away from Bhajan forever. So, wenn du nicht wirklich in der Linie bist von Guru und Vaishnava oder wenn du die Gelanden annimmst, die Lobpreisung und das, dann musst du ganz vorsichtig sein, weil das ist so wie ein schwarzer Tag für uns. Und du kannst ganz leicht ein falsches Ego kriegen. Amito Vaishnava Buddhi Heule. Also ich bin ein Vaishnava, wenn die Stimmung in mein Herz kommt, nachher kann ich ganz leicht runterfallen. So ist wenn du dir denkst, dass du Prasadam anderen geben kannst, nachher try to project it in front of public so that nobody can misguide them. Prabhupada speaking this way. Prabhupada speaking. Come on, Prabhupada speaking. Then you see the mood, Bhakti writing this way. Then, Prabhupada speaking. What to speak about giving uchista, taking uchista from him? Prabhupada speaking, the meaning. What to speak about giving uchista? He is giving uchista to others. Those common people, so wenn jetzt if going to give their uchista to them, still they can fall down. Follow, you see? You cannot understand. Your brain cannot go up to that far. Follow what I say. Prabhupada speaking, so Srila Prabhupada sagt, er verteilt das Uchista, die Überreste überall. Was ganz zu schweigen, von seinem Teller zu essen. Wenn irgendein normaler Devotee Uchista zu ihm gibt, nachher kann er selber noch mehr runterfallen. Das ist die Stimmung von Prabhupada. They cannot tolerate because they have some weakness inside their heart. So Prahlad Maharaj speaking, Andha yathandhi rupaniya manam teyo pisichatantam mrudam nivadya. They themselves are blind. How they can guide you, Maharaj? They are blind themselves. So die meisten Leute sind sind selber blind. Sie wissen nicht, dass das schlussendliche Ziel die Lotusfüße von Vishnu sein. Die meisten denken nur über Gewinn und Verlust nach. So wie können die solche Leute leiten, um wirklich die absolute Wahrheit zu erreichen? Not possible. Let them die. Thousands of people die. What to do? Follow? This kind of slow poison is already there, pushing. So das ist ein ganz langsames Gift, so wie in Hiranyakashipu, Hiroshima. Da war eine Atombombe und heutzutage sind immer noch viele Probleme, also die geben Geburt zu irgendwelchen verkrüppelten Kindern. Es ist ein ganz langsames Gift gewesen, aber jetzt ist momentan auch so ein langsames Gift im spirituellen Leben. So, keiner verteilt die wirklichen Lehren von Chaitanya Mahaprabhu, von Bhaktivinoda Thakur und von Srila Prabhupada. Die meisten Leute, die können die nur verleiten in irgendwelche falschen Philosophien und falschen Auffassungen vom Krishna-Bewusstsein.
I can give two examples. One example. So, er kann ein Beispiel geben. Again, I can come back to slow. In front of Prabhupada, Vor Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, one day, eines Tages, Srila Goswami Maharaj, Srila Goswami Maharaj, Abhakti Prabhu und Hayagriva Brahmachari, these two, so die zwei, die nennen sich Lakshmi von der Gaudiya Math. Die sammeln überall Bhiksha. Aber in Wirklichkeit führt Prabhupada die Gaudiya Math. Nachher später haben sie das realisiert. Eines Tages sind sie zu Prabhupada gekommen, sie haben gefragt, wir können die ganzen Einnahmen jetzt nicht weitergeben zu dem, der was in Charity ist dort. Weil er verwendet das Geld nicht wirklich auf positive Art und Weise. No, we are doing so much energy giving, and after that we are okay. But it was my instruction to you to give to. So, es war meine Instruktion, ihm das zu geben. Was er macht, über das muss ich nachdenken. Then next day they are going for Bhiksha. So, am nächsten Tag sind sie dann wieder auf Bhiksha gegangen und den ganzen Tag haben sie nichts mehr gesammelt. Haben sie nichts gekriegt und danach sind sie wieder zum Prabhupada gekommen und Prabhupada hat gelacht. Oh, seid ihr für Bhiksha gegangen? Seid ihr für Bhiksha? Seid ihr predigen gegangen? Ihr denkt, ihr geht predigen. Oh, ihr seid große Prediger. Das ist euer Fehler. Das ist, warum ihr runterfällt. So Satguru gibt dir Kraft. Das ist der Hauptdefekt. Das ist, warum man keinen spirituellen Fortschritt macht. So we cannot stay in Gaudiya Math. We cannot stay here. We like to take leave from you, Prabhupada. Some devotees speaking. So einige Devotees sagen, oh Prabhupada, wir verlassen die jetzt. Diejenigen, die auf Madhikara Bhiksha gegangen sind. Srila Prabhupada sagt, ja, ich weiß. Aber was ist das Problem mit dir? Die missbrauchen das Geld. Ich habe meine Augen, ich sehe alles. Also, Tattva Guru, der Herzröntgen, der sieht alles, was in dem Herz ist. Srila Prabhupada sagt, was ist das Problem? Lass sie doch machen, was sie machen. Das ist ja nicht eure Aufgabe. Das ist jetzt irgendein Problem in deinem Bhajan. Und nachher haben sie angefangen nachzudenken und sich gedacht, okay, die machen einen Fehler, so wir können auch einen Fehler machen. So wie kann man Prabhupada verlassen? So das ist die goldene Möglichkeit, was wir jetzt haben, dass wir Srila Prabhupada in unserem Leben haben. So, Srila Prabhupada ist der Param-Guru von Shamdas Babaji Maharaj. Obwohl er ganz ein kleiner Jiva ist in der Welt. Er sagt aber, er hat die Kripa von Bhakti Pramod Buddhi Goswami und nicht Barmherzigkeit Schwester. Und er kann ganz, ganz laut das rausposaunen, dass Bhakti Pramod Buddhi Goswami ist der höchste Paramahamsa. So stolz ist er, obwohl er weiß, er kann kein Bhajan selber machen, aber er sagt, mein Gurudev ist der höchste Paramahamsa. Bhakti Dayat Madhav Goswami ist der Paramahamsa, Bhakti Radhav Rakshakshida Goswami Maharaj, Bhakti Pragyan Keshav Goswami. So wir sind in der Linie. So wer akzeptiert ein Insekt, so wie er das ist. Aber er sagt, die sind so barmherzig gewesen, dass sie ihn immer akzeptiert haben. Und an dem Tag haben sie dann umgedacht und haben gesagt, ja, was ist es wirklich? Es ist nicht unsere Aufgabe. Okay, die machen das, die machen das. Prabhupada sieht alles, er sieht ja das, was ich mache in meinem Herz.
Er kann mir auch festnehmen und sagen, dass ich ein Abzocker bin. Aber ich sehe alles. So why I am going to bother about this point? This will see Prahlad Maharaj long ago speaking this to So, warum muss man sich da selber Sorgen machen über das? like a blind man, they're blind man, you're all blind, you one blind guided by another blind. How? What can be the result? One blind is guided by another blind. This is a condition. Andhaya thandi rupamiya manam teo kisichatantam urudam nivadya. Urudamni. Dam means Namaste Sudamne Uroditi Damne. You know, Damodalla? You don't know what is Dam means? Dam means rogue, foolish. Rogue. You know, so they are tightly bonded by Maya. They are tightly bonded by Maya. So how they can guide you? You are falling in. Leute, die was eben selber in die Fesseln sind von der illusionierenden Energie Maya, so wie können die da helfen? Es ist aber das Zeitalter von der großen Werbung. Canvassing means a medicine converter or some cheap article in train and bus, in street, somebody like, this is price only 25 rupees, very nice, you can take this product, you can get benefit. This is speaking. It's called trade hike. Follow, my product is very good, you can take kindly. It's called trade hike is called. So heutzutage geht jeder, so wie die Verkäufer in Indien im Zug, genau, durch die Waggone und sagen, oh, das kauft sie, es ist ein super Preis, das und das. Und so gehen heutzutage auch die Sadhus, oh, ich habe das zum Geben, obwohl sie keinen spirituellen Hintergrund haben, weil das bei dem Bahnhofsverkäufer ist auch schlechte Ware und solche Sadhus haben halt auch schlechte Ware, was sie verteilen. Das nennt sich Canvassing. Das Canvassing ist aber komplett verschieden von Bhakti, von den Predigten von Bhakti. Come on man, be careful. Canvassing is totally different from actual preaching, Harikatha. I can show one by one example through which you can understand. Harikatha means to melt the heart of others. So Harikatha bedeutet es, das Herz von anderen zu schmelzen. Harikatha hat Bhakti Thakur gesprochen. Harikatha hat Srila Bhakti Siddhanta Saraswati gesprochen. Harikatha hat Srila Srinivas Thakur gesprochen und Shyamananda Prabhu. The moment they are opening their mouth, all the surrounding. So den Moment, wo die ihr Herz geöffnet haben oder Harikatha gesprochen haben, das Herz von anderen ist geschmolzen. Bhakti Madhav Goswami Maharaj, die haben und Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj haben Kirtan vom Jagannath Tempel gesungen. Und dann wollte jemand was stehlen von Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj und sagt aber, oh, hey, lass mich, ich habe jetzt meine Stimmung, mein Bhav mit Jagannath, so du brichst das jetzt, was ist Geld, Position, was kann ich mit den Dingen machen? Geld kann kommen und gehen. Heute verehrst du mich und morgen greifst du mich von hinten an mit dem Messer. So, Srila Prabhupada sagt, lass sie ihm auf den Kopf schlagen, sodass sie demütiger werden kann. Prabhupada war komplett leines Kindchen. Der hat nichts gehabt, kein Geld. Aber doch, er hat alle Schätze im Herzen tragen. Aber blinde Leute haben das nicht sehen können. So this way, andhaya thandhe rupaniya manam teya pisishatam tamurudam nivadhya.
Urudam Nivasyamin, bright rope burn is there in hand and leg. They cannot move. At the same time, they are also blind. How you are going to follow them to get right? Wie kannst du Leute folgen, die was selber in Fesseln sein, die was blind sein, in Fesseln und blind? So, wohin können die bringen? Das ist das, was Prahlad Maharaj, die Gebete, was er spricht zum Nishinga. Also wenn du wirklich vom Glück begünstigt bist, dann kannst du die ganz, ganz seltene Chance ergreifen und die Juwelen aufklauben, was Srila Prabhupada uns geben wollte. So, wenn wir das wieder verteilen können und weitergeben können, das ist das Höchste, was wir in der Welt erreichen können. Day by day we have to understand the mood of Prabhupada. Prabhupada is never upset. So Srila Prabhupada, der war niemals ärgerlich. Then Prabhupada used to give them big honor. At present they are going to leave Prabhupada. Srila Prabhupada hat ihnen eine ganz große Ehre gegeben, aber nachher haben sie hinter seinem Rücken allen Blödsinn, alles falsche Siddhanta geschrieben. Aber Prabhupada hat nichts gesagt. Er hat gesagt, okay, lass sie machen. Das ist ihr Unglück. Die sind wirklich, haben sich abgewandt von dem Weg vom Sadguru. So, die haben einen neuen Club aufgemacht, einen Nachtclub, Samstagclub. Keine spirituelle Organisation, weil eine spirituelle Organisation muss eine spirituelle Tätigkeit haben. Und was? So Krishna sagt, so viele verschiedene Aktivitäten gehen vor sich, aber du musst immer berechnen, was du daraus kriegst. Wenn du das machst, das und das, was kriegst du daraus? So, du musst immer kalkulieren, was du jetzt wirklich davon hast, wenn du das und das machst. Du machst vielleicht ein bisschen Harika da, ein Parigram, aber dann doch musst du kalkulieren, was hast du jetzt wirklich daraus gekriegt. Anyhow, all these procedures are kept by Guru Varga to get real sadhusanga. And that real sadhusanga you want to keep. You need not do sadhusanga. All die Dinge, Parigram und die ganzen Dinge, die sind alle da für wirkliche Sadhusanga, dass du schlussendlich in Sadhusanga sitzt. All Parigram, all everything, what is the reason? Also für was ist Parigram da? Für was ist das, die ganzen spirituellen Tätigkeiten sind sie da? Schlussendlich, dass du Sadhusanga kriegst. Now, for example, Gaudam Parikram is over, we are going to go back to our home. Baba sitting in Vyasasana and crying. So, wo alle eben wieder heimgehen wollten, wo der Parikram fertig war, sind sie danach zum Prabhupada und haben gesagt, oh, bitte erlaube uns, dass wir jetzt wieder gehen können. Und Prabhupada hat nur geweint und geweint, er hat nicht einmal ein Wort sprechen können. Prabhupada hat so viel Barmherzigkeit in seinem Herzen und er weint für all die. Jetzt sind sie dahergekommen für 6, 7 Tage und jetzt müssen sie aber wieder zurückgehen. Sie waren in Sadhusanga, in Kirtan, Prasadam, Dharmparikram und so weiter. Aber jetzt springen sie wieder in das Feuer. So wie kann ich denen Erlaubnis geben? So, das ist die Barmherzigkeitsinkarnation zu Chaitanya Mahaprabhu und die ganzen Gewinn wie Srila Bhakti Siddhanta. All die Paramahamsa-Juwelen. So. Nur falsche Informationen über die kann mich für Ewigkeit in die Hölle bringen.
Eines Tages haben viele Bord zum Bhakti Madhav Goswami Maharaj gekommen. Und die haben gefragt, warum kaltest du ihn da in der Mat im Tempel? Der ist ständig so ärgerlich und ärgerlich. So sprich doch einmal was zu ihm. Derjenige, das war Asamese. To neutralize the mood. Follow. Because now it's very angry. It's cutting. Because at least where to put this angry attitude? See? Banana tree at least cannot speak anything. Why you are cutting? Follow. You see? This way. Now after that, everybody putting. Then actually. Also, er war eine ganz ärgerliche Person. Ich wollte den angreifen und sagen sie. Aber Madhav Maharaj hat ihnen gerufen, warum machst du immer in die Devotis all solche Schwierigkeiten? Warum bist du so ärgerlich? Besser ist es, du gehst wieder heim. Aber sowas hat Madhav Maharaj nicht sprechen können. Sonst würde er in Tränen ausbrechen. Wie kann er den Mann wieder zurückgeben und ins Feuer werfen, in die materielle Welt? So, schau dir die Barmherzigkeit an von den großen Vaishnavas. Obwohl er ihn selber angreifen wollte mit dem Messer. Madhav Maharaj hat aber nicht gesagt, na, geh heim. Das hat er nicht sprechen können. Er hat Tränen in die Augen gehabt und hat gesagt, wie kann ich ihn gehen lassen? Der kommt allein mehr und mehr ins Feuer in der materiellen Welt. Eines Tages war Bhakti Madhav Goswami Maharaj in der Kalkutta-Mat und dann ist auch die Worte von anderen Mat gekommen. Es war schon 10 am Abend. Madhav Maharaj Harikata war schon fertig, danach war Prasada. Und hat der Maharaj den Devoti sehen können. Kota de Gastjo, woher kommst du von Chakta Gaudima? Und sage, woher kommst du? Und sage, hast du irgendeinen Brief? Wer hat dich daher gesendet? Oder warum kommst du daher? Nein, habe ich nicht. Dann sagt er zu ihm sofort, geh zurück. Ich kann dir nicht erlauben, jetzt da in der Mat zu sein. Und der Junge hat dann wieder backt und ist wieder zurückgekommen. Madhav Goswami Maharaj hat auch geweint. Wie streng war das, dass ich jetzt so gesprochen habe. Und dann hat er geweint. Der junge Bur, der hat jetzt, soll jetzt im Heim gehen. Aber dann hat er zu den anderen gesagt, bring ihn zurück. Er kann das nicht erdulden, den Schmerz von irgendeinem anderen Gottbruder. Cheese, everything, medicine. Oh God, brother, I am there. Don't think. You get treatment here. You need not do anything. Also Madhav Maharaj hat immer jeden, der hat keinen Schmerz einander sehen können. Die Worte war mal ganz krank, nachher hat er Milch gegeben, Käse und alles. Hat gesagt, nein, ich schaue auf die, ich passe auf die, du kriegst wirklich dort. After that, when he becomes Acharya, he is going to kick on the head of Madhav Goswami Maharaj. This is called Vaishnavism. Aber wo er dann wieder gesund worden ist, nachher hat derjenige sich gegen Bhakti Madhav Goswami Maharaj aufgenommen. So keiner kann Geld geben, der Gaudiya Maharaj oder Bhakti Madhav Goswami Maharaj oder Bhakti Goswami Maharaj. How I can forget the lotus feet of Madhav Goswami Maharaj? How I can
So wie kann man die Lotusfüße von Madhav Maharaj vergessen, von Bhakti Vallabhdeva Goswami? Wie viel Barmherzigkeit er gekriegt hat von denen. Er ist nicht ein Schakal oder ein Hund, der was das vergisst. Solange wie er lebt, kann er über Bhakti Madhav Goswami sprechen. Und so kann mein Herz dann schmelzen. You cannot expect that I am not grateful. We cannot speak this way. At least I know I have no quality. But at least I have no gratefulness. We cannot speak that way. It is there. So these are all Guru Vaishnav. I can speak one by one history. One devotee, not devotee, common boy of actually 22 years of age, coming from Kishannagar next station. He is suffering heavy disease. So, da ist ein Devotee gewesen, der hat auch eine ganz schwere Krankheit gehabt, TB, Tuberkulose. Da war ein Fall war da mit Bhakti Bhajan Keshav Goswami. Da war ein junger Mann, der hat die Stärke, die Lebensluft von seinem Körper langsam mehr und mehr verloren. You are foolish, you cannot understand. Then he is coming to temple. He is lying in gate side. He will, hey, where from you are coming? I'm coming from that place, Nadia. What do you want? I want to stay here in temple. What you can do? You are sick. Der ist gekommen und hat eine andere Devotee gesagt, was machst du da? Ja, er will da bleiben. Und dann sage ich, na, du kannst ja nichts, du bist krank und das und das. Aber der Devotee hat sich dann gedacht, okay, wenn mein Devotee ihn sieht, nachher kann er einen barmherzigen Blick kriegen, nachher kann vielleicht all sein Leid kann verschwinden. Und bringen Sie den Devotee jetzt vor das Zimmer von Bhakti Bhajan Keshav Goswami. Und nachher sieht Bhakti Bhajan Keshav Goswami, sieht die Person und die Person, die weint, oh, meine Krankheit ist das und das, ich kann mich nicht bewegen. Maharaj sagt dann, okay, du kannst da bleiben, wir können da helfen. Ja, alle anderen, die wollten mich rauswerfen, mein Familienhaus und das. Kann ich im Tempel bleiben? Ja, ja, du kannst im Tempel bleiben. Wir können da helfen. Und dann der Keshav Goswami Maharaj, der war barmherziger wie Tausende von Mutter. Wenn du die Mutter mit so einem Vaishnava vergleichst, dann bist du Idiot Number one. So ein Sannyasi ist in Vrindavan. Und das ist der Sannyasi, der wäre fast am Sterben gewesen, aber die Barmherzigkeit, der Glanz von Guru Vaishnava, der kann die vor der Hölle schützen. Punishment you can get. We should not speak this way. So, why Prabhupada crying? Simply because those devotees going away, leaving me. At least they have the privilege, 6 days they are staying in Chaitanya Math, doing parikram. They are
hearing Harikatha, doing chanting, at least they are, oh my God, they are going to take permission from me to go back So to Prabhupada, der hat jetzt da wieder eben Tränen in die Augen und was jetzt alles sagen muss. Sie wollen jetzt wieder retour gehen von dem Parigram. Und er weiß, dass sie jetzt wieder in das materielle Feuer sich werfen. Und da gibt es gewisse Insekten, die fliegen vor dem Licht. Die können das auch nicht stoppen, in das Licht jetzt zu fliegen, und das verbrennt ihre Flügel. That is the reason for why you are doing Guru Vaishnav Kripa. Otherwise, how you dare to do Guru Vaishnav Kripa? What Prabhupada speaking, I can choose one writings of Prabhupada. I can select all the writings very quickly. Try to engage thousands of people to do this Seva. We can give all our pranami for this Seva. We don't need. Bread can come by the mercy of. We are not going to pray in front of Supreme Lord that obey, oh Supreme Lord, give us daily bread like Christian people. We are not, we are listeners, we know Supreme Lord can give. Automatically, why we can we are cheap? Eh? Oh God, give us daily bread. Oh, foolish, God is creating this world, they can give automatically. What it concern? Huh? He is going to give you. You have to be sincere about Bhajan, about money, about how I can go. I know myself. Also wir müssen uns nicht die Sorgen machen über Geld oder Brot oder so wie im Christentum gebetet, da gib mir mal tägliches Brot. Das Guru und Vaishnava, wenn du die wirklich denen hingibst, wenn du den Seva machst, und all das kommt ganz automatisch. So, du sollst die anderen das ganze Geld besser für eben das Verbreiten von Bhakti-Literatur, von Devote, von Srila Prabhupada und so ausgeben. Das andere kommt alles automatisch, wo du wohnst, was du isst, und das ist alles ganz. Das beste Beispiel ist Shyamdas Prabhupada selber. I'm thinking, not praying in front of Supreme Lord, only I'm thinking, with Karam how I can go, at least one sandal should be there, but I cannot ask from anybody. Mentally I'm thinking, I pay Dandava to Govinda, come outside, one devotee paying Dandava to Maharaj, Dandava, I'm so lucky, take darshan of you, why? He is hearing Harikatha, fire from my mouth. Luckiness is there to take darshan. After that, I am speaking some Harikatha. I am going out of the temple. Maharaj, you are with Karam. Karam is not good actually. Vrindavan, up and down, you can break it. So you take some money, you give to one devotee which was there. Hey, you buy one sandal from Maharaj. Give money to him. I was about to cry. Oh Prabhu, I never asked you to give me one chappal. I never asked you. How you arrange? With a chapel, I come here. Many times such thing happens. When I was there in Gokul, Mahavan, almost forest. There one day I am going to do, I was interested to do Govardhan Parikram. How to go, no one. Eines Tages war in Gokul, hat er Govardhan Parikram gemacht. Babaji Maharaj und auch Mataji von Vrindavan. Und er hat gesagt, oh Baba, wohin gehst du? Mataji, I like to do Govardhan. Ja, ich möchte Govardhan Parikram machen. Oh, hast du Geld mit dir? Nein. One day in Bandhaval, deep, strong cold, 8 degrees. Einmal, dann hat er da Geld dann gekriegt von der. Oder einmal war es extrem kalt. Lali means like your age. Baba, where you are going? Dann fragt er, oh, You have no chapel? You are going with? hast du keine Schuhe? Es ist so kalt. Und sie ist dann zum Markt gelaufen und hat dann Schuhe gekauft und hat sie ihm gebracht. So Krishna hilft ihm immer und überall. Also nichts ist, was er zu wenig hat.
because Krishna can arrange everything. So Krishna kann alles organisieren. What is the mood of a real sadhu? Was ist die Stimmung von einem wirklichen Sadhu? After that, tomorrow I can speak the mood of Prabhupada, what Prabhupada want to give instruction, wanted to do. Bhaktivedanta Maharaj, das ist ein Beispiel in unserer Gaudiya-Gesellschaft von Guru Seva, so großer Guru Sevak. Bhaktivedanta Maharaj. Jedes Mal glorifiziert er seinen Namen. Die Toleranz, die Trinadapi-Bhav, was er gehabt hat. So alle Devotees, die haben sich wohlgefühlt vor ihm. Und andere, die was neidisch waren, die haben ihn kritisiert. Also wir sagen, dass der Vaman Goswami Maharaj ist das Wörterbuch von der Gaudiya-Mat. He can speak everything. That year, that time, my Gurudev speak the Bhakti, the Madhav Goswami speak the this, that, all. He speak. Follow. All the Harikathas of Keshav Goswami Maharaj and Bhaman Goswami Maharaj, most of those in Bengali and Hindi, you can go, if you understand, you can cry. Even the disciple of Bhaman Goswami Maharaj, I was there. He was the actual disciple of Bhaman Goswami Maharaj. That day I was speaking in Bengali. But if you hear that Harikatha, you think I am glorifying one Gurudev. Because I know he is actual sadhu. I am not a cheater. When I can feel he is actual sadhu, his name is Govinda Maharaj. His name is Govinda Maharaj. When Mamundu leave body, then he is speaking, my Gurudev gone, I cannot stay here. Follow Govinda Maharaj. Externally confined is mad. He said, my Gurudev gone, I cannot stay here anymore. Within 2 days he is going to leave body. My Gurudev gone, I can also leave body. This is Guru Seva. So I was impressed to speak Harikatha in his disciple. So da war ein Schüler vom Bhakti Vaman Goswami Maharaj. Und wo sein Gurudev jetzt 2 Tage davor gestorben ist, hat es auch 2 Tage danach hat den Körper verlassen, weil es nicht ausgehalten hat. So das ist das Zeichen von einem wirklichen Schüler. Now that Bhaman Goswami Maharaj understand who is my disciple, who is not. That Keshav Goswami understand who is disciple, who is not. Bhaktivedanta Madhav Goswami understand who is my disciple. Narottama Prabhu, this Kamakya Prabhu, his name was Kamakya previously. Bhaktivedanta Goswami Maharaj. Santa Goswami Maharaj also know. When somebody is speaking, you are getting so much disciple. Maharaj said, I am getting only one actual disciple in my life. Who is speaking? Santa Goswami Maharaj. So Shantan Goswami hat auch gesagt, wenn er gefragt worden ist, so, wie viele Schüler hast du? Du hast so viele Schüler in deinem Leben. Und sagt er, aber nein, in Wirklichkeit habe ich nur einen. So was er wirklich als Schüler für seinen Gurudev machen kann, das können wir uns nicht einmal im Traum vorstellen. Somebody, devotee, you take. I am going to leave my body. Leave body. And another day, that devotee who is going to give account, account of Govinda Maharaj also. This Govinda Maharaj giving account, and that devotee from Kharagpur is the disciple of whom? Santa Goswami Maharaj. You are supposed to go to hospital for operation by writing a big letter. Gurudev, painful history, writing. Maybe I cannot come back, so I give you account where I keep this money. I keep this money with that devotee. I keep this money in bank. This ornaments here, then account. I am going now to hospital.
Then letter was there with Srila Santa Goswami. Santa Goswami reading this letter and crying. Immediately next Also day, gerade Devoti, der hat da eine schwere Krankheit gehabt, der hat sich dann operieren lassen müssen und davor hat er sein ganzes Hab und Gut hat alles dem Devoti und hat dann ganz einen traurigen Brief geschrieben und Santa Goswami hat den gekriegt und dann hat er angefangen weinen wie ein kleines Kind. Und nachher, solange Kumachandra Goswami in der Welt war, hat er dann das Bild von dem Schüler in seinem Zimmer gehabt, auf seinem Alter, in seinem Bett. Das ist die Beziehung zwischen Guru und Schüler. I am not going to speak any cheap philosophy in front of you. Speaking about my direct realization. About Bhamandusi Maharaj, you see, one devotee, that is another case. So, da gibt noch andere Devoti. He was very angry with his Guru Varga. Der war ärgerlich mit seinem Guru Varga. Only that Guru Varga was chasing him. Hey, why you are going to our field? To beg for, rice and this, that. He said, same mod. Er hat sich gedacht, er ist eben von derselben Maat und er wollte, er hat dann eben zu hören gekriegt von seinem Guru Varga, dass das sei Predigerfeld ist, das ist sein Predigerfeld. Und er hat es dann nicht verkraftet und die Information ist dann auch zu Maharaj gekommen. Und Maharaj hat dann verstanden, dass mein Sevaka hat so streng gegen den Gottbruder gesprochen. Er hat gesagt, wer hat dir das Recht gegeben, jetzt so gegen meinen Gottbruder zu sprechen? Aber Maharaj, der hat das so und so gemacht. Warum sprichst du irgendwas gegen meinen Gottbruder? So, geh weg, ich will keinen Seva mehr von dir. Und er denkt sich, oh mein Gott, aber den Seva wollte ja für die machen, aber doch hat er ihn weggeschickt. Aber heutzutage sagen wir, oh, unser ganzer Guru Varga ist wertlos. So, die Sachen sind alle zum Lernen, bevor man den Körper verlässt. This life, when you have enough power, you have to do everything. When you get old, you have to do your bhajan. So, again I want to remind you, so, man soll eben die Dinge machen, wenn man jung und kraftvoll ist. Nicht im Alter geht das alles verloren. Any question? No? All question I am giving answer. No question left in your life. This is the chadar of Bhamandusi Maharaj. This chadar, I am carrying it for 8-10 years. I am also the chadar of Bhakti Goswami Maharaj. Those Vaishnavas they are giving me. They know I am beggar, I have nothing. So I give me. They are giving me. Okay, you can take.